Lektion 1: Wachsender Wohlstand. Der Aufstieg der Hightech-Industrien ist faszinierend, nicht wahr? Absolut. Aufgrund dieses relativen Wohlstands nimmt die Bevölkerung nach einem Jahrhundert wieder zu. Ja, es ist interessant zu sehen, wie technologische Fortschritte die Wirtschaft ankurbeln können. Sicher. Es schafft Arbeitsplätze und zieht Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund an. Genau. Dieses Wachstum kann zu einer lebendigen, vielfältigen Gemeinschaft führen. Und es fördert auch Innovationen, die für den Fortschritt unerlässlich sind. Ja. Ich glaube, dass dieser Trend unsere Welt weiterhin auf bemerkenswerte Weise prägen wird. Definitiv. Es ist eine aufregende Zeit, diese Veränderungen aus erster Hand mitzuerleben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft mit diesen Fortschritten bringt. Lektion 2: Abenteuer im Himmel. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit die tollste Flugreise hattest. Ja. Es war fantastisch und ich musste daran denken, es mit meiner Zwillingsschwester zu teilen. Das ist wunderbar. Haben Sie beide ähnliche Erfahrungen auf Flügen gemacht? Absolut. Wir verglichen oft unsere Abenteuer und lachten gemeinsam. Das klingt nach einer besonderen Bindung. Was hat diese Reise anders gemacht? Diesmal war die Aussicht von oben atemberaubend. Ich wollte, dass sie es auch sieht. Es ist erstaunlich, wie Reisen unseren Horizont erweitern kann, sogar vom Himmel aus. Rechts? Es fühlte sich an, als würden wir die Wolken berühren, und ich wollte, dass sie diese Freude spürte. Ich hoffe, dass du sie auf der nächsten Reise mitnehmen kannst. Lektion 3: Weihnachtsbeleuchtung. Haben Sie dieses Jahr die Lichter in der Nachbarschaft gesehen? Sie sind atemberaubend. Ja. Es ist unglaublich, wie Hausbesitzer um die Schaffung der besten Displays konkurrieren. Es bringt wirklich eine festliche Stimmung in die Jahreszeit, nicht wahr? Absolut. Jedes Haus erzählt durch seine Lichter und Dekorationen eine Geschichte. Ich liebe es, durch die Straßen zu laufen und all die Kreativität zu bewundern. Es ist auch eine tolle Zeit für Familien, zusammenzukommen und zu feiern. Definitiv. Die Freude, die es der Gemeinschaft bereitet, ist herzerwärmend. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit Nachbarn in Kontakt zu treten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sich alle nächstes Jahr einfallen lassen. Lektion 4: Sich verbunden fühlen. Weißt du, manchmal fühle ich mich mit etwas verbunden, das größer ist als ich. Ich verstehe dieses Gefühl, es ist, als ob man Teil eines größeren Ziels wäre. Genau. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir alle im selben Boot stecken. Es motiviert mich, einen positiven Beitrag zur Welt um mich herum zu leisten. Ja, und es erinnert uns daran, dass unser Handeln einen Unterschied machen kann. Jede kleine Anstrengung summiert sich und schafft ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl. Es ist ein so kraftvolles Gefühl, zu wissen, dass wir Teil von etwas Bedeutsamem sind. Ich denke, es befeuert unseren Wunsch, jeden Tag nach besseren Dingen zu streben. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dabei helfen, neue Höhen zu erreichen. Lektion 5: Flugoptionen. Bevorzugen Sie bei der Reiseplanung Direktflüge oder Umsteigeflüge? Nun, es hängt vom Ziel und der Zeit ab, die ich habe. Das macht Sinn. Direktflüge sind oft bequemer.
Genau. Aber manchmal können Anschlussflüge ein lustiges Abenteuer sein. Wahr. Sie können neue Flughäfen und vielleicht sogar Städte erkunden. Ja. Es ist wie eine kleine Reise auf dem Weg zum endgültigen Ziel. Haben Sie einen Lieblingsflughafen, den Sie besucht haben? Ich liebte die lebendige Atmosphäre am Flughafen Tokio. Das klingt erstaunlich. Flughäfen können durchaus faszinierende Orte sein. Lektion 6. Abenteuerliches Kochen. Hey, ich bin heute abenteuerlustig. Möchten Sie gemeinsam ein neues Rezept ausprobieren? Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Was haben Sie im Sinn? Wie wäre es, wenn wir ein Gericht aus einer anderen Kultur zubereiten? Ich liebe diese Idee. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Vielleicht könnten wir versuchen, hausgemachtes Sushi zuzubereiten? Oh, ich wollte schon immer lernen, wie man Sushi richtig rollt. Perfekt. Wir können alle Zutaten zusammentragen. Ich werde den Reis und die Algen mitbringen. Kannst du dir die Füllungen holen? Handeln. Das wird ein spannendes kulinarisches Abenteuer. Lektion 7. Raumaufteilung. Ich kann das für Sie arrangieren. Wie viele Personen werden in jedem Zimmer übernachten? Wir haben eine Mischung aus Singles und Paaren, daher könnte es etwas schwierig sein. Keine Sorge. Ich kann Ihnen helfen, das beste Setup zu finden. Danke schön. Es ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Absolut. Eine gute Vereinbarung kann den Unterschied machen. Denken Sie, dass wir Privatsphäre oder Nähe priorisieren sollten? Ein Gleichgewicht aus beidem würde für eine Gruppe wie diese gut funktionieren. Tolle Idee. Ich vertraue diesbezüglich auf Ihr Fachwissen. Sorgen wir dafür, dass jeder seinen Aufenthalt genießt. Lektion 8. Lebensmitteleinkauf. Gehst du heute einkaufen? Ja, ich muss meinen Kühlschrank auffüllen, es ist fast leer. Was Ich sind die brauche wichtigsten unbedingt Dinge, Obst, die Sie besorgen Gemüse und möchten? ein paar Snacks. Klingt nach einer gesunden Einkaufsliste. Hast du einen Lieblingssnack? Ich liebe Joghurt mit Müsli, es ist perfekt für ein schnelles Frühstück. Das ist eine tolle Wahl. Ich bevorzuge Nüsse für meine Snacks. Beides sind nahrhafte Optionen. Schnappen wir sie uns unbedingt. Ich schließe mich dir an, es macht immer mehr Spaß, gemeinsam einzukaufen. Lektion 9. Unglückstag. Glauben Sie wirklich, dass heute ein Unglückstag ist? Ehrlich gesagt denke ich, dass es wie an jedem anderen Tag ist. Das ist eine erfrischende Perspektive. Warum glauben Sie das? Nun ja, Glück ist das, was wir aus unseren Erfahrungen machen, oder? Genau. Jeder Tag hat seine Höhen und Tiefen. Und wenn wir uns auf das Negative konzentrieren, sinken wir nur noch weiter. Ja. Es ist besser, in jeder Situation den Silberstreif am Horizont zu finden. Ich stimme voll und ganz zu. Lasst uns den heutigen Tag dennoch gut gestalten. Absolut. Positivität kann jeden Tag zum Besseren wenden. Lektion 10. Musikalisch Erinnerungen. Ich lerne die Texte der Lieder, die ich liebe, auswendig, das ist so eine lustige Herausforderung.
Das ist beeindruckend. Meine Schwester und ich treffen uns manchmal zum Singen. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Hast du ein Lieblingslied? Wir mögen beide klassischen Rock, besonders die Hits aus den 70ern. Hübsch. Diese Lieder haben etwas Zeitloses, nicht wahr? Absolut. Sie wecken so viele Erinnerungen an schöne Zeiten. Musik hat die Möglichkeit, uns mit unseren vergangenen Erfahrungen zu verbinden. Genau. Es ist wie ein Soundtrack zu unserem Leben. Ich würde gerne einmal mit euch beiden zum Mitsingen dabei sein. Lektion 11: Kopfschmerzen. Was scheint das Problem zu sein, das Sie hatten? Ich habe seit ein paar Tagen ständig Kopfschmerzen, die mir wirklich zu schaffen machen. Das klingt unangenehm. Hatten Sie Gelegenheit, einen Arzt aufzusuchen? Noch nicht, aber ich denke, ich sollte bald einen Termin vereinbaren. Es ist immer am besten, eine professionelle Meinung einzuholen, insbesondere bei laufenden Problemen. Ich stimme zu, ich hoffe nur, dass es nichts Ernstes ist. Manchmal können auch Stress oder Schlafmangel zu Kopfschmerzen führen. Wahr. Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, das könnte ein Faktor sein. Achten Sie darauf, auf sich selbst aufzupassen. Ruhe ist für die Genesung unerlässlich. Lektion 12: Guter Ansatz. Ich habe darüber nachgedacht, was für mich funktioniert, wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen. Das klingt interessant. Was haben Sie entdeckt? Mir ist klar geworden, dass es mir wirklich hilft, mich besser zu konzentrieren, wenn ich Aufgaben in kleinere Teile aufteile. Absolut, durch diesen Ansatz fühlt sich alles weniger überwältigend an, nicht wahr? Ja, und ich finde auch, dass das Setzen konkreter Ziele mich motiviert. Genau. Es geht darum, eine klare Richtung zu haben, der man folgen kann. Haben Sie Strategien, die für Sie gut funktionieren? Ich liebe es, visuelle Hilfsmittel wie Mindmaps zu verwenden, um meine Gedanken zu ordnen. Das ist eine tolle Idee. Visuelle Darstellungen können das Verständnis komplexer Informationen wesentlich erleichtern. Lektion 13: Flugsteig. Wissen Sie, wo sich das Flugsteig befindet? Ja, es befindet sich im 3. Stock, gleich hinter dem Food Court. Großartig. Ich werde schnell fertig sein, damit ich dorthin gehen kann. Sie sollten genügend Zeit haben, aber es ist immer gut, früh zu sein. Absolut. Ich hasse den Stress, mich in letzter Minute zu beeilen. Ebenfalls. Es ist schön, vor dem Flug anzukommen und sich etwas zu entspannen. Ich stimme zu. Vielleicht nehme ich auch einen Snack für unterwegs mit. Das ist eine kluge Idee. Gute Reise und genießen Sie Ihren Flug. Dankeschön. Das werde ich mir merken. Lektion 14: Besprechungseinladung. Ich finde, wir sollten eine Diskussion führen, bei der sich jeder beteiligen und seine Ideen einbringen kann. Großartig. So fühlt sich jeder einbezogen und wir können unterschiedliche Meinungen einholen. Genau. Ich werde bald eine Einladung zu einem Treffen an alle verschicken. Perfekt. Ich bin gespannt, was jeder beitragen kann.
Es wird interessant sein, verschiedene Perspektiven zu diesem Thema zu hören. Ja, Zusammenarbeit führt oft zu den besten Ergebnissen. Absolut. Sorgen wir dafür, dass sich jeder wohlfühlt, wenn er seine Gedanken teilt. Das ist der Schlüssel zu einem produktiven Meeting. Ich sorge dafür, dass jeder einen einladenden Ton annimmt. Lektion 15: Krankenhausaufenthalt. Ich werde nicht über Nacht im Krankenhaus sein, ich werde später am Tag nach Hause gehen. Das ist eine Erleichterung. Für die Genesung ist es immer besser, sich in seinem eigenen Raum aufzuhalten. Ja, meine Eltern kommen mich abholen, das wäre schön. In Zeiten wie diesen ist es großartig, die Unterstützung der Familie zu haben. Definitiv. Sie sorgen dafür, dass ich mich zu Hause wohlfühle. Glauben Sie, dass Sie nach Ihrer Rückkehr besondere Pflege benötigen werden? Nur etwas Ruhe und vielleicht ein paar Mahlzeiten für mich vorbereitet. Das klingt überschaubar. Sie werden in kürzester Zeit wieder auf den Beinen sein. Ich hoffe es. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Lektion 16: Budgetierung. Halten Sie Ihr Budget für die bevorstehende Reise ein? Ja, ich habe schon eine Weile gespart, daher sollte ich in der Lage sein, alles abzudecken. Das ist ausgezeichnet. Vorausschauendes Planen zahlt sich wirklich aus. Absolut. Dadurch kann ich die Reise ohne finanziellen Stress genießen. Haben Sie bestimmte Aktivitäten im Sinn, auf die Sie sich freuen? Ja, ich möchte lokale Sehenswürdigkeiten erkunden und neue Gerichte probieren. Das klingt spannend. Erinnerungen zu schaffen ist jeden Cent wert. Genau. Ich glaube, dass Erfahrungen wertvoller sind als materielle Dinge. Gut gesagt. Es geht darum, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Lektion 17: Gesunde Entscheidungen. Ich versuche, einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten, und es war eine Reise. Das ist großartig. Wie wäre es, wenn Sie uns mitteilen würden, was für Sie funktioniert hat? Sicher. Ich habe mich auf ausgewogene Mahlzeiten und regelmäßige Bewegung konzentriert. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich hatte Probleme mit der Konsistenz. Es kann hart sein, aber kleine Ziele zu setzen hilft mir, motiviert zu bleiben. Die Idee gefällt mir. Vielleicht sollte ich versuchen, ein paar erreichbare Ziele zu setzen. Absolut. Selbst kleine Siege können zu größeren Veränderungen führen. Danke für die Ermutigung. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wir können uns auf diesem Weg gegenseitig unterstützen, Teamwork ist der Schlüssel. Lektion 18: Gruppendynamik. In individualistischen Kulturen treten Menschen Gruppen bei oder verlassen sie, wenn es in ihrem Interesse ist. Ja, das ist eine interessante Beobachtung über soziale Dynamiken. Es zeigt, dass der Fokus eher auf persönlichen Zielen als auf Gruppenloyalität liegt. Genau. Es ist faszinierend, wie Kultur unsere Beziehungen und Interaktionen prägt. Verschiedene Kulturen legen auf unterschiedliche Weise Wert auf Gemeinschaft und Individualität. Das stimmt. Das Verständnis dieser Unterschiede ist für eine effektive Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Es hilft uns, soziale Situationen nachdenklicher zu meistern. Und es fördert den Respekt vor unterschiedlichen Perspektiven und Werten.
Lassen Sie uns diese kulturellen Erkenntnisse gemeinsam weiter erforschen. Lektion 19: Generationenübergreifendes Geschichtenerzählen. Wenn ich 100 wäre und Enkel und Urenkel hätte, würde ich Ihnen Geschichten über meine Abenteuer erzählen. Das klingt wunderbar. Der Austausch von Erfahrungen kann die familiären Bindungen wirklich bereichern. Genau. Ich würde die Lektionen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, gerne weitergeben. Diese Geschichten könnten Sie dazu inspirieren, die Welt selbst zu erkunden. Ja. Jede Reise hat mich zu dem gemacht, was ich bin, und ich möchte, dass Sie das verstehen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Generationen zu verbinden und Traditionen am Leben zu erhalten. Ich stelle mir vor, dass Ihre Augen vor Neugier leuchten würden, wenn ich meine Geschichten erzähle. Absolut. Sie würden diese Momente schätzen und sich auf Ihre eigenen Abenteuer freuen. Es geht darum, ein Vermächtnis der Entdeckungsreise und der Liebe zum Leben zu schaffen. Lektion 20: Erfolge feiern. Es ist unglaublich, wie sich harte Arbeit wirklich auszahlt, finden Sie nicht? Absolut. Ich finde, wir sollten unsere Erfolge öfter feiern. Ich stimme zu. Jeder Meilenstein verdient Anerkennung. Was sollten wir Ihrer Meinung nach tun? Wie wäre es mit einem kleinen Treffen mit Freunden? Unseren Erfolg zu teilen macht es noch schöner. Das klingt perfekt. Ein Toast auf unsere harte Arbeit und die Reise, die wir gegangen sind. Ja. Es ist wichtig, die Anstrengungen anzuerkennen, die wir auf diesem Weg unternommen haben. Und vergessen wir nicht, einige lustige Aktivitäten für die Feier einzuplanen. Definitiv. Wir könnten Spiele spielen oder sogar Geschichten von unserer Reise erzählen. Ich liebe diese Idee. Es wäre toll, darüber nachzudenken, wie weit wir gekommen sind. Lektion 21: Größen auswählen. Was würden Sie bei der Auswahl der Größen bevorzugen? Ich denke, dass die mittlere Größe für die meisten Gelegenheiten gut funktionieren sollte. Das klingt vernünftig. Schließlich ist es oft die vielseitigste Wahl. Genau. Darüber hinaus bietet es bequem Platz für ein breiteres Personenspektrum. Rechts. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Größe einiger Marken unterschiedlich ist? Ja, das kann ziemlich verwirrend sein. Ein Medium ist nicht immer markenübergreifend dasselbe. Stimmt, aber gerade deshalb ist das Anprobieren so wichtig. Absolut. Dies ist der beste Weg, die perfekte Passform für Sie zu finden. Und es hilft, den Ärger späterer Rücksendungen zu vermeiden. Lektion 22: Insel Trinidad. Wussten Sie, dass Trinidad eine weitere wichtige englischsprachige Karibikinsel ist? Ja. Es liegt nördlich von Südamerika, oder? Das ist richtig. Es hat eine so reiche Kultur und Geschichte. Ich habe gehört, dass die Festivals dort lebendig und voller Leben sind. Sicher. Der Karneval in Trinidad ist weltberühmt für seine Energie und Kreativität. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es sein muss, es aus erster Hand zu erleben. Du würdest es lieben. Die Musik, der Tanz und die Kostüme sind alle atemberaubend. Definitiv auf meiner Reisebucketlist. Was ist sonst noch das Besondere an Trinidad? Auch das Essen ist unglaublich, mit einer Mischung aus verschiedenen kulturellen Einflüssen.
Lektion 23. Jazzmusik. Sind Sie ein Fan von Jazzmusik? Definitiv. Ich liebe es, wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. In den 1960er Jahren begannen einige Jazzmusiker, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Ja. Es ist faszinierend, wie sie traditionellen Jazz mit modernen Elementen vermischten. Genau. Manche Menschen bevorzugen die älteren Sorten, während andere die neuen bevorzugen. Es ist wie ein Gespräch zwischen Generationen von Musikern. Das ist eine großartige Möglichkeit, es auszudrücken. Jede Epoche hat ihren eigenen, einzigartigen Klang. Und es hält das Genre für neue Hörer frisch und spannend. Ich denke, das macht Jazz so zeitlos. Lektion 24. Ortsgespräche führen. Haben Sie die neuen Telefonplanoptionen überprüft? Ja, mir ist aufgefallen, dass sie bessere Tarife für Ortsgespräche anbieten. Das ist fantastisch. Es macht die Kommunikation viel erschwinglicher. Genau. Ich denke, es ist wichtig, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Absolut. Niedrigere Kosten bedeuten, dass wir öfter und ohne Sorgen sprechen können. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Darüber hinaus ermutigt es die Menschen, Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu bleiben. Ja. Je günstiger es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir anrufen. Ich freue mich, dass Unternehmen die Notwendigkeit besserer Pläne erkennen. Lektion 25. Teambesprechungen. Haben Sie versucht, regelmäßige Teambesprechungen zu planen? Ja, wir haben wöchentliche Treffen, um laufende Projekte zu besprechen. Das ist ein kluger Schachzug. Es hält alle auf dem gleichen Stand. Genau. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Teamdynamik. Ich stimme zu. Es ermöglicht uns, Aktualisierungen auszutauschen und Herausforderungen zu diskutieren. Darüber hinaus fördert es die Zusammenarbeit und den Ideenaustausch zwischen Teammitgliedern. Sicher. Bei diesen Treffen entwickeln wir oft innovative Lösungen. Es ist großartig zu sehen, dass jeder Beitrag wertgeschätzt und berücksichtigt wird. Und es stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Team. Lektion 26. Toilettenartikel. Selbstverständlich kann ich das für Sie erledigen. Welche Toilettenartikel konkret? Ich brauche das Nötigste wie Shampoo, Spülung und Duschgel. Habe es. Das ist ein Muss für jede Reise. Ja. Ich möchte auch sicherstellen, dass ich eine gute Feuchtigkeitscreme habe. Das ist eine kluge Wahl. Es ist wichtig, dass Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Genau. Ich kann es nicht ertragen, trocken zu sein, besonders auf Reisen. Und benötigen Sie bestimmte Marken oder Produkte? Ich bevorzuge wann immer möglich Naturprodukte. Großartig. Ich werde sicherstellen, dass ich diejenigen finde, die Ihren Vorlieben entsprechen. Lektion 27. Küchengeräte. Haben wir Eiswürfel im Gefrierschrank? Ja, es gibt jede Menge. Wir sollten heute Abend etwas zu trinken haben. Perfekt. Und wir haben auch einen Toaster in der Küche, oder? Ja, das tun wir. Es ist ein Lebensretter für ein schnelles Frühstück.
Absolut. Man gibt das Brot in den Toaster und es wird goldbraun. Es ist so befriedigend, dieses knallende Geräusch zu hören, wenn es fertig ist. Ich stimme zu. Und es passt perfekt zu Butter oder Marmelade. Genau. Einfache Freuden machen die Morgenroutine angenehm. Ich liebe es, den Tag mit einem guten Frühstück zu beginnen. Lektion 28: Ruinen besuchen. Welche Ruinen haben Sie auf Ihrer letzten Reise besucht? Ich besuchte die antike Stadt Teotihuacan in der Nähe von Mexiko-Stadt. Das klingt erstaunlich. Ich habe gehört, dass es eine atemberaubende Seite ist. Das ist es wirklich. Die Pyramiden sind so beeindruckend und voller Geschichte. Ich kann mir nur vorstellen, wie beeindruckend es sein muss, vor ihnen zu stehen. Absolut. Ein Spaziergang durch die alten Straßen fühlte sich surreal an. Haben Sie während Ihres Aufenthalts viel über die Kultur gelernt? Ja. Die Führung war unglaublich informativ und ansprechend. Das ist großartig. Es ist immer schön, in die lokale Geschichte einzutauchen. Lektion 29: Romantische Reiseziele. Frisch verheiratete Paare kamen bereits zu den Niagarafällen, als es noch ein abgeschiedener, friedlicher und romantischer Ort war. Das klingt bezaubernd. Es muss sich damals wie ein verstecktes Juwel angefühlt haben. Genau. Die natürliche Schönheit hätte eine perfekte Kulisse für die Liebe geschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass die Ruhe der Wasserfälle zur Romantik beiträgt. Es ist erstaunlich, wie bestimmte Orte starke Emotionen und Erinnerungen hervorrufen können. Ja, und die Niagarafälle sind seitdem zu einem so beliebten Reiseziel geworden. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie es sich entwickelt hat und dennoch seinen Charme bewahrt hat. Heutzutage suchen Paare immer noch nach dieser Magie, die ihre zeitlose Anziehungskraft ausdrückt. Die dort verbrachten Momente müssen ein Leben lang in Erinnerung bleiben, genau wie die Liebesgeschichten, die daraus entstehen. Lektion 30: Aktivitäten genießen. Ich genieße das Schwimmen sehr. Es ist so erfrischend, finden Sie nicht? Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich abzukühlen und fit zu bleiben. Genau. Außerdem fühlt es sich befreiend an, im Wasser zu sein. Ja, und es ist auch ein fantastisches Ganzkörpertraining. Ich liebe es, wie es meinen Geist entspannt, während ich meinen Körper trainiere. Ich auch. Es ist die perfekte Balance zwischen Spaß und Fitness. Hast du es auch mit Laufen versucht? Ich laufe auch gern. Es ist eine andere Art von Freiheit. Sicher. Die frische Luft und die Landschaft machen es angenehm. Lektion 31: Wohnpräferenzen. In welcher Gegend leben Sie am liebsten? Ich möchte in der Nähe eines Parks und nur wenige Gehminuten von Geschäften entfernt wohnen. Das klingt ideal. Parks bieten einen schönen Rückzugsort vom Stadtleben. Ja, sie eignen sich perfekt für gemütliche Spaziergänge und Picknicks. Und die Nähe zu Geschäften erleichtert die täglichen Besorgungen erheblich. Genau. Es bringt viel Komfort in den Alltag. Haben Sie einen bestimmten Bereich im Sinn? Ich denke an einen Ort mit einer freundlichen Gemeinschaftsatmosphäre. Das ist eine tolle Wahl.
Eine nette Gemeinschaft kann einen großen Unterschied machen. Lektion 32, Vorbereitung auf eine Wanderung. Was sollten wir Ihrer Meinung nach für unsere Wanderung mitbringen? Zur Kenntnis genommen. Ich sammle alles Nötige für eine unvergessliche Wanderung. Großartig! Es ist wichtig, gut auf das Abenteuer vorbereitet zu sein. Ja, ich werde eine Liste mit allem erstellen, was wir brauchen. Das klingt klug. Wasser, Snacks und ein Erste-Hilfe-Kasten sind ein Muss. Absolut. Ich werde auch Schichten einpacken, falls sich das Wetter ändert. Gute Idee. Es ist immer besser, zu gut vorbereitet zu sein als zu wenig. Und vergessen Sie nicht eine Karte oder eine Wander-App zur Navigation. Rechts. Wir wollen sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Lektion 33, bei Spielen gewinnen. Glaubst du wirklich, dass du dieses Mal gewinnen kannst? Unterschätze mich nicht. Ich werde schnell nachholen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Es macht das Spiel spannender. Wir sollten mehr Brettspiele wie dieses spielen, es ist immer ein Riesenspaß. Absolut. Sie wecken den Wettbewerbsgeist in uns. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ich stimme zu. Jedes Spiel fühlt sich wie ein kleines Abenteuer für sich an. Und ich liebe es, wie wir jedes Mal, wenn wir spielen, neue Strategien lernen können. Sicher. Machen wir daraus eine regelmäßige Tradition. Lektion 34, den Zug erreichen. Um wie viel Uhr sollen wir morgen den Zug erreichen? Wir können den frühen Morgen erwischen, es klingt praktisch. Das funktioniert bei mir. Dadurch haben wir mehr Zeit am Ziel. Genau. Außerdem sind die Morgenzüge normalerweise weniger überfüllt. Wissen Sie, um was für einen Zug es sich handelt? Ich glaube, es ist ein Schnellzug, also kommen wir schneller ans Ziel. Perfekt. Ich liebe den Komfort von Schnellzügen. Ich auch. Dadurch macht das Reisen gleich viel mehr Spaß. Stellen Sie sicher, dass Sie früh ankommen, um gute Plätze zu ergattern. Lektion 35, Tipps zum Wandern. Gibt es noch weitere Tipps, die ich für unsere Wanderung beachten sollte? Ja. Denken Sie daran, bequeme Wanderschuhe einzupacken. Das ist wichtig. Blasen können einen tollen Tag im Freien ruinieren. Genau. Gutes Schuhwerk macht einen großen Unterschied. Was sollten wir noch beachten? Es ist außerdem ratsam, Sonnenschutzmittel und einen Hut als Sonnenschutz mitzubringen. Toller Punkt. Es ist wirklich wichtig, in der Sonne sicher zu bleiben. Und vergessen Sie nicht die Snacks für Energie unterwegs. Rechts. Während der Wanderung müssen wir unsere Energie aufrechterhalten.